So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, was auch immer von Dental TV und auch auf anderen Kanälen. Es ist mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, den Josef, ich darf dich ja Josef nennen, gell? Weil wir sind ja in der dentalen Community, ist man per Du, das ist so wie Militär. Wenn man in gewissen Berufsgruppen, da duzt man sich. Das ist ja auch die englische Sprachweise. Ich habe vor kurzem auch erfahren, dass auch in den skandinavischen Ländern sagt man sich den Vornamen und duzt sich eigentlich. Aber das hat, ich sage immer, wenn man sich den Vornamen sagt, hat das nichts mit Nicht-Respekt oder Respekt zu tun. Das ist im Prinzip so eine kulturelle Geschichte. Wir sind noch die Oldschool-Generation. Das ist wie so, unsere Söhne haben auch der Nachbarin immer sie gesagt und sie hat gesagt, du darfst mir Rita sagen, du darfst mir du sagen. Dann haben sie gesagt, sie Rita. Also weißt du, immer noch so höflich. Aber es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu einem spannenden Thema zu diskutieren, das euch an der Uni München ja schon lange umtreibt. Also ich erinnere mich ja an unseren letzten Kurs, der ist schon, 10 Jahre her oder länger, dass wir zum Thema digitale Zahnmedizin mit einem Chef, den Daniel Edelhoff, der ist ja auch schon lange in der digitalen Zahnmedizin. Ich erinnere mich auch, ich bin ja jetzt auch schon 1985, habe ich als Student die Vorlesung von Professor Möhrmann erlebt, also und wo er uns das CEREC vorgestellt hat. 1986 war ich dann der zweite Patient, der mit dem Prototyp der CEREC-Maschine unter fachkundiger Anleitung von damals von Markus Hürzeler, also der jetzt eigentlich ganz weg von der Cons, der war damals Cons-Assistent, mir 5 Inlays reingemacht hat. Wir hatten im Ganzen, hat das Ganze etwa 15 Stunden gedauert. Also die 5 Inlays, das waren 2 Arbeitstage, um das zu produzieren, kleine Dinge. Da hat sich schon viel getan, aber noch nicht ganz so viel. Und eine spannende Geschichte, mit der du dich ja sehr intensiv auseinandersetzt, ist die digitale Prothese. Ein Thema, das up to date ist. Und vielleicht gibst du uns da einfach mal einen kurzen Rückblick. Also wann habt ihr angefangen mit der Geschichte der digitalen Prothese? Wo stehen wir heute? Und vielleicht haben wir dann auch Zeit, noch ein paar Gedanken zu spinnen, wie es dann in die Zukunft aussehen könnte. Also lieber Josef, vielleicht ganz kurz mal für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und ja. Vielen Dank, Alessandro. Die Ehre liegt ganz bei mir, mit dir heute zu plaudern. Und das Thema ist natürlich spannend, grad, herausnehmbaren Zahnersatz digital herzustellen. Ich bin seit 1999 hier in München Laborleiter und ich mache das mit Freude. Und ich habe Riesenglück gehabt, hier mit meinen Chefs zusammenzuarbeiten und, grade im digitalen Bereich. Und, also ich sehe eine sehr tolle Zukunft für die Zahnmedizin und die Zahntechnik durch die Digitalisierung. Und, ja, festsitzenden Zahnersatz, Kronenbrücken, du hast es selber schon gesagt, ist ja schon 85 eigentlich mit dem CEREC-System, losgegangen. 86, 87 war's ja dann marktreif. Ich habe das erste CEREC-System auch tatsächlich 89 hier an der Uni schon kennengelernt. Professor Benz hatte damals CEREC 1. Als Zahntechniker war man damals ein bisschen erschrocken, wenn man mit Diamantscheiben Inlays rausschleifen wollte. Aber, es ist immer Optimierung nach oben gegangen und, Software und, es hat sich, perfekt entwickelt, muss man wirklich sagen. Ich nutze das System sehr. Aber wir waren halt immer im festsitzenden Zahnersatzbereich. Zirkonoxid dann Ende der 90er Jahre auch natürlich in Zürich, maßgeblich mitentwickelt. Äh, Da habe ich natürlich auch dann, die ganze Entwicklung mitverfolgt und wir haben tatsächlich bei uns in München 2009, 2010 angefangen, im Bereich der Totalprothetik, digitalisieren und, das digital umzusetzen. Das Es hat ja damals keine Systeme gegeben und für mich war das damals, komplett neu natürlich. Man musste von Null anfangen und mittlerweile hat sich das, extrem entwickelt und, da können wir ja vielleicht später noch drauf eingehen. Ich bin mir mittlerweile zu 1000% sicher, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, die Totalprothetik, im
in Gänze im Markt infiltriert haben und dass nur noch ein kleiner Teil der Prothesen analog hergestellt wird. Also, da bin ich mir absolut sicher, das wird kommen. Also wann habt ihr, also 2000, also vor 15 Jahren habt ihr schon angefangen, da erste Schritte zu machen. Vielleicht ganz kurz, was war dann die Abfolge? Was kam zuerst? Also welche Schritte, und wir kommen dann, weil du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will, welche Schritte hat man Schritt für Schritt digitalisiert? Also womit hat man angefangen? Mit der Produktion nehme ich an, oder was waren die ersten digitalen Schritte in einer digitalen oder voll digitalen Prothese? Ja, klar. Als Zahntechniker ist man immer derjenige, der das Produkt herstellt und die Herstellung selber ist halt für mich damals, der größte Aufwand gewesen, das Ganze, einzubetten, zu injizieren, zu pressen, wie auch immer man das gemacht hat, mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und nachdem wir halt schon CNC fräsen konnten, war für mich erst mal die Intention, den Fertigungsprozess zu digitalisieren. Da ist es noch gar nicht um den Workflow gegangen und da ist es auch weniger um die Aufstellung gegangen tatsächlich, sondern wir wollten einfach, eine Möglichkeit schaffen, Prothesenbasen zu fräsen. Also mit konfektionierten Zähnen und die Fächer rauszufräsen, wo wir die Zähne reinsetzen konnten. Das war damals der Einstieg und die Intention. Also auch die Idee natürlich, weil ich kenne das selber aus dem Studium oder wenn man Prothesen macht, das stinkt ja, und wir haben diese Monomere oder Restmonomere, die dann auch eventuell für den Patienten, wenn das nicht ganz sauber gemacht wird, schädlich sind. Also das war sicher der erste Schritt, zu sagen, wir industrialisieren die Prothesenbasis, ein stabileres Material zu haben, das auch weniger Giftstoffe freisetzt. Ist das korrekt? Absolut korrekt. 1. Angenehmer zu verarbeiten, 2. bessere Biokompatibilität und das Dritte, das hatten wir damals gar nicht auf dem Schirm, bessere Passung, weil wir ja keine Schrumpfung mehr haben. Wir konnten das dann auch eindrücklich beweisen mit Ist-Zoll-Vergleichen, also Vergleichsgruppe Standard hergestellt und, als Testgruppe eben, CAD/CAM technisch gefertigt und da war für mich klar, äh, dass wenn man auf Dauer, eine perfekte Arbeit abliefern will, da ist CAD/CAM einfach das Ideale. Und dann so in dem Fall der nächste Schritt war dann, wenn du sagst, zuerst haben wir die Basis gemacht, auch die Prothesenzähne dann digital herzustellen. Ja, Was war da so die Geschichte? Ich denke, dass das noch spannend ist, von irgendwelchen einfarbigen, schlimm oder nicht so schön aussehenden, weil ich meine, die Prothesenzähne, wie sie von Ivoclar Vita oder anderen Firmen hergestellt werden, die sehen ja eigentlich schön aus. Also die sind ja, und es ist ja auch spannend, dass wenn du heute Vita oder Ivoclar fragst, was ist euer wichtigstes Produkt in eurem Portfolio? Es sind immer noch die Prothesenzähne. Es ist nämlich ganz spannend, und das ist etwas, was draußen auch viele junge Kolleginnen und Kollegen nicht ganz realisieren wollen. Die Teilprothetik oder auch die Vollprothetik, also vor allem die Teilprothetik, ist ein extrem steil wachsender Markt, weil wir global immer mehr Menschen haben, die länger leben, teilbezahnt sind, also einzelne Zähne verlieren, aber sich nicht die Luxuszahnmedizin leisten können, keine Implantate, auch wegen Diabetes oder anderem, aber vor allem auch wegen den wirtschaftlichen Aspekten, sich gar nicht irgendwelche Luxuszahnmedizin leisten können. Und deshalb ist es meiner Meinung nach schon extrem wichtig, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte sich auch mit dem vielleicht nicht so sexy Thema, das ist immer so schön, es ist natürlich viel cooler, Veneers zu machen, Bleaching zu machen, ein bisschen Beauty zu machen, möglichst sich die Hände nicht schmutzig machen, als da wirklich intensiv sich mit einem komplexen Thema auseinanderzusetzen, nicht nur Zähne zu ersetzen, sondern das auch wirtschaftlich zu machen, effizient zu machen. Und da denke ich, dass die digitale Zahnmedizin dieses Thema sicher aufgreifen kann. Also kommen wir zurück, Prothesenzähne. Also da habt ihr sicher auch ein paar Stufen durchmacht. Erzähl mal ein bisschen. Also wie habt ihr die gefräst? Werden die jetzt gedruckt, oder wo stehen wir jetzt da? Also, chronologisch war es so, wir haben mit, konfektionierten Zähnen begonnen. Jetzt sind die aber im Zahnhals teilweise halt nicht so gestaltet, dass die unbedingt hinterschnittsfrei sind und somit sind die nicht in die Fächer reingegangen, die wir ausgefräst haben. Also, wir haben Passungsprobleme gehabt. Dann war natürlich die Gedanke, dann fräsen wir halt die Zähne aus'm, zahnfarbenen Rohling, PMMA-Rohling. Das haben wir dann auch gemacht, haben aber dann schnell erkannt, na ja,
das funktioniert und das passt auch gut, dauert aber ewig, wenn ich 28 Zähne rausfräsen. Das kommt mich viel teurer, als wie wenn ich einen Konfektionszahn kaufe. Also, da war mir damals schon klar, das wird nicht der Weg sein, sich die Zähne selber zu fräsen. Ähm, Dann hatten wir den Ansatz, dass wir nicht, die Zähne einzeln fräsen, sondern einfach den ganzen Zahnbogen aus einem rausfräsen und den dann reinsetzen. Hat zur Folge gehabt, dass wir interdental nicht so schöne Ausformungen der Papillen hatten und zum anderen war das für uns auch teilweise problematisch, das, zu verkleben, weil wir dann oft in der Okklusion Ungenauigkeit hatten, die wir dann im AT wieder ja, korrigieren mussten. Also, wir waren eigentlich nie zufrieden mit diesem entweder mehrteilig, also mehrteilig teile es ein in mehrteilig, zweiteilig und einteilig. Mehrteilig ist, wenn ich eine Basis habe und einzelne Zähne, mehrere Zähne reinsetze. Zweiteilig ist, wenn ich eine Basis habe und einen Zahnkranz. Und einteilig ist, wenn die ganze Prothese aus einem Rohling, hergestellt wird, also aus einem Rohling gefräst oder inzwischen auch mit 'nem Multimaterial 3D-Druck in einem Druckprozess hergestellt wird. Also, das ist so, wie sich das in den letzten 15 Jahren entwickelt hat. Also das heißt aktuell, also du hast, ich habe ja auf deinen Post auf LinkedIn reagiert, wo du gezeigt hast, wow, jetzt schau mal, jetzt haben wir da eine digitale Prothese gemacht. Das heißt aktuell, die Prothese, die du da gezeigt hast, das war eine gedruckte Prothese. Nein, das war keine gedruckte Prothese, sondern das war eine gefräste Prothese und, es gibt halt, ich nenne jetzt einfach mal den Namen des Herstellers, weil der halt auch das Patent drauf hat. Es gibt von der Firma Ivoclar diesen Evotion Rolling, bei dem es einen gingiva-farbenen Anteil gibt und einen zahnfarbenen Anteil. Und der geniale Trick bei diesem Rolling ist, dass die Grenzfläche zwischen dem zahnfarbenen Anteil und dem Gingiva-Anteil, dass das ja so Shell-Geometrie, also die Zahnbögen und der Gingiva-Verlauf ist innerhalb des Rollings ausgeformt. Also Ivoclar nennt es selber Shell-Geometrie, also so Muschelfallen, oberflächenartig. Und ich war am Anfang skeptisch und habe mir gedacht, das kann nie funktionieren. Jeder Mensch ist individuell. Äh, aber tatsächlich, wir sind halt auch nur mittelwertig. Also der Mensch ist nur mittelwertig und der Mensch ist ja nicht 1 Meter groß oder 3 Meter, sondern der bewegt sich halt in einem Rahmen von 1,50 bis 2 Meter oder so. Die meisten Fälle kann ich dann tatsächlich auch lösen. Diese Zahnfächer, die da, also oder diese Shell-Geometrie, geht zentrisch nach außen und wird dann bisschen größer. Jedes Fach wird größer, aber das passt ja auch, weil wenn ich größere Zähne habe, ist der Zahnbogen größer. Also, das ist in sich logisch und funktioniert fantastisch gut. Und, tatsächlich das Foto, das ich da gemacht habe, ich habe da wirklich, weil du mich ja auch gefragt hast: „Hast du da wirklich nur poliert?“ Ich habe noch, das muss ich zugeben, ich habe noch 'ne Stippelung reingemacht und da habe ich so von Candelor so 'n speziellen, Instrument fürs, Handstück und da in 2 Minuten ist da jede Prothese gestippelt und dann habe ich's aufpoliert. Und was halt immer gut ausschaut, ist, wenn man so 'n Lippenbändchen ansetzt, das mache ich in der Software, das ist kurz einmal angetragen und man bekommt wirklich so tolle Ergebnisse. Und das eine ist die Ästhetik, dann sind da wirklich tolle Zahnformen hinterlegt. Ähm, wenn man diese Prothesen anschaut, ich habe da an den Zähnen überhaupt nichts gemacht, sondern die kommen tatsächlich so aus der Maschine raus Wow. und die haben 'ne schöne Oberfläche und wenn man so 'ne Prothese mal aufpoliert, die glänzt. So einen Glanz bekommst du mit klassisch analoge Gieß oder Presstechnik nicht her. Also, ich habe selber meinem Vater solche Prothesen gemacht und du weißt selber, wenn man für die eigenen Eltern irgendwas macht, dann ist man ja sehr vorsichtig. Und, wenn man also mein Vater ist leider jetzt dieses Jahr verstorben, der hatte aber die Evotion-Prothese 3 Jahre und wenn ich habe ihm die immer gereinigt im Pflegeheim und wenn man die gereinigt hatte,
dann war das so, wie wenn ich die gerade vom Poliermotor rausgetan hätte, so glänzend. Also, Wow, der das ist Glanz super. hat sich nicht verloren. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also, hm, es ist ja immer die Frage, die dann kommt: „Ja, aber der Konfektionszahn ist geschichtet. Der schaut ja viel, viel schöner aus.“ Dem gebe ich grundsätzlich mal recht. Bloß erstens, im Frontzahnbereich, gehen ja die Schneidezähne werden ja schmäler zur Schneidekante, das heißt, sie werden transluzenter, sodass man eigentlich von sich aus schon eine gewisse Transluzenzgradienten im Frontzahnbereich hat. Und zum anderen, im Mund merkst du das fast nicht. Oder Ja, das merkst du halt nur. das ist so 'n Thema, das ich oft gern diskutiere, dass wir uns heute ja über, weißt du was, großformatige Bilder auf der Leinwand und dann sagt jeder: „Haha, schau mal, das und das sieht nicht gut aus.“ Und dann gibt's für mich 2 Argumente. Argument eins: die soziale Distanz. Aus welcher Distanz schaust du einen Menschen an und du gehst nie 30 Zentimeter, also wenn du einem jetzt auf 20 Zentimeter ins Gesicht kommst, dann fühlt er sich ja angegriffen. Also ich sag's mal, du bist mindestens einen Meter weg von einem Patienten und wenn ich dann so eine Prothese anschaue, bin ich überzeugt, die sieht gut aus. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, heute auf Social Media brauchen ja alle Softboxen und Diffusoren, da siehst du eh gar nichts mehr. Also das sieht eh alles gleich aus. Also meiner Meinung nach muss man da immer die Kirche auch im Dorf lassen. Und wir reden ja jetzt nicht von Patientinnen und Patienten, die jetzt als erstes, also wenn du jemandem eine Teilprothese oder eine Prothese machst und die Leute fragst, sicher wollen sie, dass es anständig ausschaut, das ist ganz klar. Aber Punkt eins ist immer, sie wollen wieder gut kauen können. Sie wollen nicht, dass die Prothese wackelt und dass es scheppert beim Kauen. Und das sind die wichtigen Punkte. Und da zum Thema Totalprothese habe ich immer eine gute Geschichte. Digital Smile Design und wie das alles heißt, ist ja in aller Munde. Und dann sage ich, schau mal, das ist noch die Leute, die uns das verkaufen, die sind ja eigentlich ganz clever. Was machen die? Ein Digital Smile Design ist eigentlich ein Kapitel aus einem Textbuch für die Totalprothese. Also was heißt Digital Smile Design? Punkt eins: nachdem du mit den Wachswellen quasi die Bissebene definiert hast, dann stellst du mal die Frontzähne auf und mit der Frontzahnaufstellung machst du ja quasi Ästhetik, Phonetik, Funktion. Und dann kommen die Zähne nach hinten und dann kommt der Rest und das ist Digital Smile Design. Meine Frage jetzt in diesem Kontext: Wie designst du in der Software? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, die Oldschool-Zahntechniker, die sterben aus und niemand weiß mehr, was Funktion bedeutet und Schnicki, Schnacki, alles. Also die ganzen Basisinformationen, das Basiswissen, wie eine Prothese zu funktionieren hat. Reden wir von Gruppenführungen, Eckzahnführungen, wie steht es mit den Kiefergelenken und. Also das wäre ein Thema, da könntest du stundenlang drüber reden, bin ich überzeugt. Aber was sind deine Erfahrungen? Wie gut sind heute die Software-Tools, dass sie diese Faktoren eigentlich genügend berücksichtigen können, um auch funktionell, also nicht, wir machen eine digitale Prothese, schön und gut, aber sie muss ja dann auch funktionieren. Und wir reden dann am Schluss noch über über die Passung wegen der Schleimhaut. Aber wie sieht der Workflow ähm, prothesengerecht oder ist das, was wir als Studenten in der Totalprothetik gelernt haben, wie wird das jetzt eins zu eins oder wie wird das in die Software oder in den digitalen Workflow übertragen? Mhm. Das ist eigentlich die Schlüsselfrage und absolut top die Frage, weil das ist nämlich genau das Problem, das ich immer habe. Und zwar, eine Totalprothese ist nur so gut wie die Informationen, die ich vom Zahnarzt bekomme. Wenn der Zahnarzt mir den Oberkieferwall sauber ausrichtet, die Mittellinie anzeichnet, die Lachlinie, Eckzahnlinie, dann habe ich schon extrem meine Informationen eigentlich, die ich brauche. Wenn das nicht passiert, dann ist es eigentlich ein Stochern im Nebel. Ich kann nur dann anhand von, ja, Standardwerten ungefähr mal aufstellen, aber
diese Informationen, wenn ich die vom Behandler bekomme und da ist einfach der Oberkieferbisswall, das ist einfach das A und O. Wenn der passt, dann passt auch die Prothese. Was meiner Meinung nach äh, falsch ist und extrem viele Aufstellkonzepte sind leider falsch, die gehen in ihrer Aufstellung der Okklusionsebene vom Unterkiefer aus. Und das ist falsch, weil wenn der Unter dann hängt nämlich deine Ebene davon ab, wie die Bisshöhe registriert ist. Das heißt, wenn zu niedrig registriert ist, stimmt die Ebene nicht und wenn zu hoch registriert ist, stimmt die auch nicht. Und deswegen ein Aufstellkonzept muss immer vom Oberkiefer ausgehen. Gysi war absolut richtig mit seinem Ansatz. Ganz klar, und das ist weit über 100 Jahre her, aber der hat das natürlich bestens erkannt. Und für mich ist es mittlerweile hier an der Klinik so, dass wir eigentlich bei jedem Totalprothesenpatienten einen Facescan machen. Damit habe ich alle Informationen aus dem Gesicht und weiß ganz genau, wie ich aufstellen muss. Brauche ich nicht mehr diese zusätzlichen Informationen und die Facescans sind bei uns Routine. Ich brauche da nicht länger wie 10 Minuten und das rentiert sich auf alle Fälle. Aber da sehe ich, das ist ein guter Punkt, weil oft werden den Zahnärztinnen und Zahnärzten Face-Scanner verkauft, die für die normale Zahnmedizin, wenn die Zähne eigentlich schon dastehen und du nur kleine Korrekturen machen musst, irgendwie Overkill sind. Aber natürlich für etwas, ich sage es mal so, die Totalprothese ist für mich eigentlich die größte Herausforderung für den Zahntechniker und für den Zahnarzt, weil wir haben nichts mehr da und wir müssen etwas neu kreieren, das dann in das Ganze reinpasst. Und da macht es Sinn, dass man möglichst viele Informationen mit einbezieht. Aber wenn wir reden von irgendwie 6 Veneers in der Front, komm, dann brauchst du nicht so viel Schnickschnack, wie da uns immer verkauft wird. Aber grundsätzlich, das ist ganz ein guter Punkt, das sagt ein Face-Scanner, macht Sinn bei der Planung oder beziehungsweise auch bei der effizienteren Realisierung einer Totalprothese. Also das ist ganz genau das. Was für Tools braucht ihr? Also du musst jetzt nicht spezifische Software, aber was machst du in der Software? Also du wählst dann die Zähne aus, kannst du verschiedene Funktionskonzepte eingeben oder wie funktioniert das? Wie funktioniert jetzt mal kurz zusammengefasst, der Ablauf, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir die Position der Zähne, wir haben das alles und du legst mal los. Auf was muss man achten oder was für Konzepte sind in den aktuellen Tools eingebaut? Also ganz wichtig, bevor man die Zähne aufstellt, ist die Modellanalyse. Und die Modellanalyse kann jetzt in jeder Software eigentlich toll ausführen. Es gibt einfache Modellanalysen, es gibt komplexere Modellanalysen. Ich kann nach Gerber das machen, ich kann es nach TIFF machen beispielsweise. Also das, das ist so, wie man es eigentlich analog gewohnt ist. Man macht es halt digital und dann habe ich schon mal meine statischen Korridore, wo ich denn meine Aufstellung circa machen soll. Und ja, und dann ist es eigentlich relativ einfach, weil ich ja mal den kompletten Zahnkranz verschlüsselt aufstelle. Das heißt, ich muss nicht wie im analogen Leben immer wieder die Zähne nachschieben, sondern ich kann das einfach in einem Schritt verändern und dann habe ich 28 Zähne erstmal positioniert. Und das ist der eigentlich größte Mehrwert der ganzen digitalen Totalprothese, weil ich bei der Aufstellung, da brauche ich paar Minuten, dann bin ich fertig. Wenn man sonst eine Totalprothese aufstellt, ja, da sind 2, 3 Stunden schon mal schnell vorbei. Dann, wenn das Ausmodellieren noch dazu kommt. Also, das heißt, da ist die höchste Effizienz und da sind die Softwaren mittlerweile gigantisch und mittlerweile schlagen die Softwaren sogar anhand der Modellanalyse schon die Zahngrößen vor, die man auswählen kann. Also das ist schon extrem komfortabel, was da geboten wird. Ich denke, die lernen ja auch. Also, weil ich denke immer, früher haben viele die digitalen Technologien so verteufelt, ja, die Erfahrung und so weiter. Aber ich sag mal, es ist die Kombination. Wenn du eine Erfahrung hast und dann zusätzlich noch diesen ganzen Fundus an digitalen Informationen, der dir auch vielleicht sagt, du, hast du dran gedacht? Da musst du auch schauen, dass die Zähne richtig über dem Kamm stehen. Oh ja, habe ich nicht mehr dran gedacht. Also
diese digitalen Tools helfen dir auch. Du musst dann immer auch mitdenken. Ich sage ja gerne, je besser ein Computer ist, umso besser muss auch der sein, der davor sitzt. Weil, oder anders formuliert, ein Formel-1-Auto ist das beste Auto, das es gibt, aber wir beide können es nicht fahren. Also Absolut du richtig. musst auch lernen, damit umzugehen. Also deshalb denke ich, der Beruf des Zahntechnikers bleibt spannend, meiner Meinung nach. Also wir möchten gar nicht, dass die Zahntechniker durch den Computer total ersetzt werden, weil es braucht noch Leute, die ein bisschen etwas wissen, um mit dieser Software zu arbeiten, um dem Zahnarzt auch die Arbeit abzunehmen. Also das Teamwork meiner Meinung nach bleibt da voll bestehen. Und wenn ich jetzt ein junger Student wäre, also ich finde das noch spannend, wenn man mit Computertechnologie, mit Fräsmaschinen, mit 3D-Druckern solche interessanten Projekte machen kann. Also ich weiß nicht, wie steht es da um den Nachwuchs aus deiner Sicht? Ja, also wir haben hier in München schon eine komfortable Situation, muss ich sagen. Also, wir haben, an der Berufsschule in München über 300, Auszubildende. Das Problem ist eher, dass man die Leute nach der Ausbildung im Beruf behält. Die viele studieren dann auch, die geht Teil geht in die Industrie und, da liegt die Kunst darin, die gut ausgebildeten, Junggesellen, im Beruf zu halten. Da liegt die Herausforderung. Wir haben eigentlich schon immer noch, viele, Azubis. Also, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es deutschlandweit ist, kann ich nicht sagen, aber hier in München ist es 'ne sehr komfortable Situation. Und, ganz ehrlich, die sind ja viel besser im digitalen Bereich wie ich. Also, das sind Digital Natives, ich bin Digital Immigrant, also, das muss ich sagen. Wobei ich halt zweisprachig aufgewachsen bin, also, Ja, was? analog und Bayerisch und digital. Deutsch, oder was? Ja, Deutsch als erste Fremdsprache. Nein, äh, digital halt, als Fremdsprache Ja, praktisch. logisch. Nein, nein, das habe ich schon verstanden. Das ist eine spannende Geschichte. Vielleicht noch kurz meine Frage, die ich an dich gestellt habe, und das ist ja eine spannende Geschichte, wo du jetzt die Zukunft siehst der digitalen Prothese. Wir haben einen Knackpunkt, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist ja die Abformung der Weichteil, also der beweglichen Schleimhaut. Also einen Kiefer zu scannen, was vor ein paar Jahren noch kompliziert war, ist heute wirklich kein Thema mehr. Aber wie machst du das mit den beweglichen Schleimhäuten? Da gibt's ja klassisch, muss man ja eine Kompressionsabformung machen, damit man nachher auch das Ventil, also den Saugeffekt generieren kann. Siehst du da eine Möglichkeit, dieses Ding auch mal zu digitalisieren, oder denkst du, dass das noch längere Zeit dauern wird, bis wir diesen Schritt auch automatisieren können? Also, aktuell ist es problematisch, muss man wirklich sagen. Bei uns im Hause, haben wir X Versuche gemacht, die Funktionsabformung mit dem Intraralscanner zu machen. Das war nicht zufriedenstellend. Wir gehen aktuell einen indirekten Weg, das heißt, wir scannen letztendlich die Abformung. Äh, die Abform kann man entweder klassisch mit 'nem Funktionslöffel machen oder mittlerweile auch Abformregistratblock. Also, das ist was wir gerne machen. Kann man aber auch, wenn Prothesen vorhanden sind, natürlich, die Prothesen einscannen und, das Tolle ist, das kann ich am Stuhl mit dem Intraralscanner machen. Also, das heißt, man macht, mit vorhandenen Prothesen jeweils 2 Unterfütterungsabformungen, Oberkiefer, Unterkiefer, 'ne Bissregistrierung und das scannt dann die Prothesen ein und die Bisssituation. Dann hat der Zahntechniker die Funktionsabformung, der hat die Situation und er hat die Bissregistrierung. Und das alles, chairside. Das heißt, es muss gar nix verschickt werden. Der Patient kann gleich wieder, nach Hause gehen und der Zahntechniker kann gleich weiterarbeiten. Also, das ist ein Workflow, der funktioniert super. Und mit den, neueren Scannergenerationen, Intraralscannern geht das top. Das geht wirklich super. Und, das ist so der Workflow, den ich momentan favorisiere. Äh,
Ob das in Zukunft tatsächlich direkt im Mund möglich ist, es gibt einige, die dafür argumentieren, weil die sagen: „Na ja, durch das Abheben der beweglichen Schleimhaut durch den Scannerkopf kann ich genau den Übergang erfassen und ich habe keine zu weit extendierten Ränder.“ Ist eine Begründung, aber man hat halt auch keine Möglichkeit, Druck auszuüben, das ja eigentlich die analoge Abformung auszeichnet. Also, ich wage nicht, hier eine Prognose zu machen. Ja, also da scheint noch viel Potenzial da zu sein. Manchmal sind es ganz banale Dinge oder einfache Dinge, bei denen es doch etwas länger dann braucht, bis man das Problem lösen kann. Aber da kommt sicher irgendetwas. Und es ist ja aber auch nicht so schlimm, wenn man jetzt da gewisse Dinge halt noch oldschool machen muss. Wieso muss dann immer alles gleich fix fertig aus dem Computer kommen? Also das ist sicher, ja, man lernt ja auch etwas, wenn man diese Kompressionsabformungen macht, beziehungsweise man sieht dann ein bisschen, wie die Situation im Mund ausschaut. Das schadet ja auch nichts. Vielleicht noch kurz zur Abrundung des Themas. Wir haben jetzt über Totalprothesen gesprochen und ich habe ja mal am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ein extrem wachsender Markt ist die Teilprothetik. Und da sieht man ja auch, dass da ganz viele Zahnärzte das Thema nicht so gerne haben oder auch ein bisschen verdrängen. Wie steht die digitale Teilprothese? Was hat die für einen Stellenwert bei euch an der Klinik? Arbeitet ihr auch da an neuen Ideen, neuen Konzepten? Weil das Problem ist ja oft bei Teilprothesen oder bei der Abformung von Teilprothesen, dass wir lange Zähne haben, große Zwischenräume haben, dass es nicht ganz so banal ist, eine Abformung zu machen, die wirklich das Abbild der interoralen Situation ist, um nachher dann auch genau arbeiten zu können, um digitale Teilprothesen zu machen. Also was sind eure Ideen zum Thema digitale Teilprothese? Also, bei der Datenerfassung ist es immer relativ gut, wenn man Restzahnbestand hat, weil man dann weniger Scanverzüge hat, als wie beim, komplett zahnlosen Kiefer. Das muss man sagen. Also, Teilprothese scannen im Mund funktioniert, außer man hat ganz lange unbezahnte Bereiche, dann gibt's Verzüge. Das muss man auch ganz klar sagen, dann funktioniert's nicht. Also, da habe ich auch schon mein Lehrgeld bezahlt. Ansonsten, gibt's ja die Option, ein Modellgussgerüst herzustellen. Das wird, im CAD konstruiert und wird dann lasergesintert. Das ist, mittlerweile, ja, ich würde schon fast sagen, Status quo. Also, die Modellgusstechniker sterben aus und, das wird gerade zunehmend ersetzt durch den digitalen Modellguss. Das andere ist halt, dass man sagt, na ja, man hat eine reine partielle Prothese aus Kunststoff. Und das das ist vom Konstruieren und vom Fräsen oder Drucken her überhaupt kein Problem. Das Problem liegt in der Verankerung, weil halt, eine Kunststoffklammer grundsätzlich nicht funktioniert. Also, 'ne PMMA-Klammer wird abbrechen, die ist nicht dafür geeignet. Und da muss man noch, glaube ich, gewisse Energie reinsetzen, um hier, Konzepte zu entwickeln. Aber klar ist auch, der Markt für partielle Prothesen ist um ein X-faches größer als der Markt für totale Prothesen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ich sage nochmal, für mich ist es wichtig, dass man da draußen den jungen Kolleginnen und Kollegen sagt: „Hey, ihr müsst euch auch mit dem Thema Teilprothetik und Totalprothetik auseinandersetzen und nicht nur das Gefühl haben, ich mache nur die schönen Dinge.“ Also, ich sage mal so, ich hatte das Glück, dass ich bei Professor Palla lernen durfte und für Professor Palla war die Ästhetik der Totalprothese ein großes Thema. Weil er hat gesagt, schau mal, man macht da lieblos einfach man nennt das ja so schön Schublade. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt. In der Schweiz ist eine Totalprothese eine Schublade. Ja, bei uns heißt's der Schlappen. Schlafen. Aber in der Schweiz ist eine Schublade. Ja, Und im Prinzip, so nach dem Motto, die man auf und zu macht und die dann ein bisschen klappert. Und Professor Pall hat uns immer gesagt, schau mal,
wieso soll eine Totalprothese hässlich sein? Wieso darf die oder kann die nicht ästhetisch sein? Und er hat uns wirklich Prothesen gezeigt, mit Liebe gemacht, wo du ganz ehrlich bist, die waren oft schöner als damals VMK-Restaurationen, wo man die dunklen Ränder noch gesehen hatte. Da muss ich sagen, eigentlich hätte ich dann lieber eine Totalprothese von Palla gehabt, rein ästhetisch, als irgendein Gebastel oder weiß ich was, wo man die Metallränder noch sieht oder dunkle Zähne hervorschauen. Also das ist etwas, was man auch sagen muss, da gibt es auch spannende Sachen und schöne Sachen, die man da machen. Und du hast ja gesagt, die Stippelung ein bisschen machen. Es braucht ja gar nicht so viel, um etwas ein bisschen aufzuhübschen und zu individualisieren. Vielleicht ganz kurz noch als Abrundung. Du hast gesagt, ihr seid jetzt in dem Fräsen mit diesem Ivoclar, mit diesem Multilayer oder diesem Dual Base Block, wo Basis und Zähne drin sind. Wie siehst du den 3D-Druck in dieser Geschichte? Denkst du, dass der das Fräsen ersetzen wird oder dauert das doch noch etwas länger? Weil wenn man ganz ehrlich ist, natürlich die 3D-Firmen, die 3D-Druckfirmen, die sagen uns, hey, Fräsmaschinen wegschmeißen, nur noch 3D-Druck und so weiter. Und da sage ich immer, ja Moment, aber jetzt haben wir doch Jahrzehnte Materialien entwickelt, weiterentwickelt, optimiert und jetzt sollen wir ein anderes Material, das man drucken kann, nehmen und ihr behauptet einfach, ja, das ist mindestens gleich gut. Wie siehst du das jetzt aus Sicht des Zahntechnikers? Wir müssen nicht diskutieren, ob 3D-Druck nicht kommt oder kommt. Der kommt, aber wie siehst du jetzt den aktuellen Stand? Wann werdet ihr von Fräsen ins Drucken wechseln? Also tatsächlich, sind wir in dem Bereich schon relativ lange, tätig im, Bereich additive Fertigung von, Zahnersatz und auch Totalprothesen. Die Frage war ich bisher immer auch eine Frage der Zulassung der Werkstoffe. Inzwischen, sind sehr viele Werkstoffe zugelassen für die Fertigung. Und da ist es auch wieder so, da macht halt der einteilige Ansatz, also in einem Druckprozess das herzustellen, mehr Sinn, als das mehrteilig oder zweiteilig zu bauen, weil man da halt wieder manuelle Schritte dazwischen hat. Wir haben gerade aktuell eine Studie am Start, wo wir eben im Multimaterial 3D-Druck hergestellte Prothesen untersuchen auf Festigkeiten, auf Passgenauigkeiten. 'Ne spannende Geschichte. Ich bin sehr optimistisch, weil die bisherigen Bauteile, die wir gefertigt haben, waren erstaunlich gut und haben erstaunlich, gute Materialeigenschaften gehabt. Aber du weißt selber, die Wahrheit ist immer auf Platz, äh, wie man im Fußball so schön gesagt hat. Also, am Ende werden wir es erst nach 5 Jahren im Patientenmund werden wir erst 5 Jahresergebnisse haben. Ich kann da also da schon vorsimulieren, aber grundsätzlich der Vorteil des Multimaterial 3D-Drucks ist halt noch, dass ich auch, individuell die Zähne schichten kann. Ich kann, skalieren. Das heißt, ich, kann eigentlich unabhängig von irgendwelchen, Normformen oder Normgrößen stufenlos anpassen. Geht bei der Evotion-Prothese übrigens auch. Also, da kann ich auch Zähne skalieren, was mir den Vorteil bringt, dass ich wirklich, Zwischenzahngrößen stufenlos habe. Ich muss nicht irgendwie immer Kompromisse eingehen. Ich kann die optimale Größe für den Kiefer wählen. Und das ist sowohl bei der Evotion als auch bei dem Multimaterial 3D-Druck von von, prothetischen Zahnersatz, einer der großen Vorteile, sagen wir mal so. Was natürlich, und das ist so, einem Konfektionszahnhersteller durchaus Konkurrenz machen kann. Ja, So das ist, ehrlich muss man sein. ja, denke ich schon, denke ich schon. Aber es ist trotzdem spannend, dass die Hersteller auf das immer trotzdem noch ein großes Geschäft ist. Weil, wenn du ganz ehrlich bist, ist ja schon so, dass die Welt ist noch nicht digital. Also in der Zahnmedizin, wenn wir von der Zahnarztseite aus schauen, dann sind wir in der industrialisierten Welt, sind wir irgendwie bei 40 oder maximal 50%. Also
Wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte der Zahnärztinnen und Zahnärzte, die einen Intraoralscanner benutzen. In den Zahnlabors ist es sicher mehr. Also zwangsläufig ist spannend, dass die Zahntechnik viel schneller sich digitalisiert hat, weil sie die Vorteile erkannt hat als die, als die Zahnarztpraxen. Die sind da immer ein bisschen hinterher gehinkt. Aber sicher sind da ganz spannende Zeiten, die uns bevorstehen. Und, vielleicht abschließend zum Thema digitale Prothese. Ihr als Uni, bietet ihr da Kurse an? Also, wir haben bei uns tatsächlich dieses Curriculum CAD/CAM. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Alessandro. Das, vom Professor Ehlhoff, damals 2007 haben wir das initiiert, machen das also schon fast 20 Jahre. Und, da werden also in 3 Modulen, das sind jeweils, ein Wochenende übers Jahr verteilt, 3 Wochenenden, werden so die Basics, erklärt und die digitale Totalprothese wird zunehmend hier eine Rolle auch in den Kursinhalten spielen. Das ist aktuell das, was wir anbieten können. Na, das ist doch spannend, weil ich möchte ja den jungen Kolleginnen und Kollegen da draußen sagen, befasst euch mit der Totalprothetik, weil die wird immer spannender. Und eben, nebenbei lernst du auch gleich noch, was Digital Smile Design überhaupt bedeutet. Also wenn du dich mal wieder mit dem Thema Totalprothetik auseinandersetzt, dann lernst du nebenbei noch ganz viele Dinge auch für den Rest der Zahnmedizin und das ist mega spannend. Und danke vielmals, Josef, für deine Zeit und deine Expertise mit uns zu teilen. Und das wird sicher nicht das letzte Mal, dass wir zusammen über nicht nur digitale Zahnmedizin reden können. Also viele Grüße aus der Schweiz nach München und also, wie sagt man so schön, Servus und bis bald. Ja, also vielen Dank und schöne Grüße in die Schweiz. Ich bin ein Schweiz-Fan und fahre immer wieder mal in den Urlaub zum Skifahren in die Schweiz. Also vielen Dank und beste Grüße. Danke vielmals und auch liebe Grüße an die ganze Abteilung, an die Chefs. Und ja, wir sehen uns sicher bald wieder mal. Auf alle Fälle. Super. Servus.